Moin zusammen, hallo. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Letzte Mal haben wir ja Hero Quest Unboxing gemacht, weil es endlich ankam. Juhu! Wie gesagt, ich finde es immer noch super für Anfänger, die neu da rein wollen und so. Für den Preis ist das super, für Kinder ist das super. Wenn man natürlich so ein Freak ist wie ich, der noch die beiden alten Versionen hier rumliegen hat und sich dann noch zusätzlich dieses 60-Euro-Päckchen geholt hat, also zumindest war es damals 60 Euro, dann ist das wieder was anderes. Und natürlich will ich dieses Spiel ein wenig pimpen. Und ja, wie ich das jetzt für mich gemacht habe, erstmal zeige ich euch in diesem Video. Und wir bemalen noch den Barbaren. Ich zeige euch mal kurz, wie ich das jetzt gemacht habe mit den alten Miniaturen. Hoppala, kommen wir raus. Das ist ja das neue Spiel. Hier haben wir die ganzen Helden. Wie ihr seht, alle grundiert. Hier ist der Barbar. Den werden wir gleich noch bemalen. Ich hoffe, ihr habt da euren Spaß dran. Und hier drunter, hier könnt ihr es sehen, da sind jetzt meine ganzen anderen Minis aus dem alten Spiel. Also nicht alle. Dafür ist das Spiel tatsächlich relativ groß, auch schon damals gewesen. Aber ich habe die reingenommen, die halt in dem Regelwerk sind. Also zum Beispiel den Fimir, den gibt es ja jetzt nicht mehr. Das hat irgendwas mit Rechten zu tun, glaube ich. Den Fimir anstelle vom Schrecken habe ich die drin. Bis ich halt irgendwann selber mal Schrecken habe, auch wenn ich die Figuren cool finde. Aber ich finde, sie passen eher zu Willen des Wahnsinns oder Cthulhu. Ja, hier ist dann einer von den Chaoskriegern, so hießen sie damals. Wenn ihr euch wundert, warum sind die alle schwarz, warum sind die noch nicht bemalt? Ich habe sie tatsächlich nie bemalt. Ich habe sie immer ganz normal gespielt. Und irgendwann war das Spiel halt... Oh, es war halt einfach so. Aber jetzt habe ich Zeit und ich habe mir gedacht, mit dem neuen Kasten mache ich mal ein paar Projektvideos. Ich will Hero Quest dieses Jahr relativ groß hinkriegen. Ich hoffe, ich schaffe das zeitlich, weil bald fängt hier die Saison wieder an. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber unten der Link mit Windfuhrs Pub, oder ihr könnt mal googeln, das ist mein Laden. Da haben wir im Sommer jetzt auch einiges wieder zu tun. Aber für euch mache ich natürlich gerne mal einen Abend montags Livestream ab April wieder. Und das wird jetzt auch regelmäßig, also ich versuche jetzt wirklich mal einen Rhythmus reinzukriegen. Ja, so, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Barbaren. Ey, komm raus jetzt. So, also sie sind auf jeden Fall fest da drin. Ja, wir fangen an mit dem Barbaren, den bemalen wir jetzt. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ich ein bisschen Hero Quest Content mache. Ich persönlich mag dieses Spiel bis heute. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt, wenn ich einfach male und ins Mikrofon quatsche. Womit ihr halt leben müsst, ist, dass ich solche Abschweifungen habe. Ich weiß auch nicht, wieso ich das habe. Aber mir fallen halt immer so Sachen ein. Und die möchte ich dann euch weitergeben. Gut, ich räume jetzt hier kurz den Kram zur Seite. Und dann legen wir mit dem Malen los. So, für den Hero Quest Barbaren brauchen wir ein paar Farben mehr. Und zwar das Orange Brown, das Barbarian Flash, das Bronze Flash, das Leather Brown, das Mud Weiß, das Bone White, das Greedy Gold, das Polish Gold, das Stonewall Grey, das Middle Brown, das Flash Wash, das Palette Bone, das Bolt Gun Metal, das Dark Wood, das Celote Yellow, das Strong Tone und das Silber. Und anfangen tun wir mit dem Orange Brown und damit schmieren wir, ich sage immer schmieren, das ist eigentlich schwachsinnig, damit bemalen wir die komplette Haut des Barbaren. So, jetzt nehmen wir uns Bronze Flash und bemalen damit alles bei der Haut, alles was hoch steht. Also ich sag mal, die Knie, die sind ein bisschen höher, die Armmuskeln, die Brustmuskeln, Bauchmuskeln, also alles an Muskeln. Ja, da werden die oberen höheren Teile ein bisschen bemalt. So, jetzt wo wir es fertig haben, nehmen wir uns das Flash Wash und geben schon mal eine Schicht über die Haut. So, jetzt wo ich das fertig habe, nehme ich mir Leather Brown
Bemale damit alles, was halt Leder ist, also sprich die Schuhe, Gürtel, Armbänder. No. Dann nehme ich mir Bone White und einen dünnen Drybrush-Pinsel und brushe damit die Haare, den Lendenschurz, das Fell oben an den Schuhen. Dann nehmen wir uns Palette Bone und damit werden wir jetzt alles, was wir gedrybrushed haben, erstmal bemalen. Palette Bone ist so, ja, es sieht aus wie so, ich sag mal, wie Leder. Ne? Wenn ihr so Fell kauft, da ist ja auf der anderen Seite, also eine Seite ist ja immer mit Fell und die andere ist mit Leder. So ungefähr sieht das aus, wenn das dann fertig ist damit. Das Ganze lassen wir natürlich trocknen. Jetzt nehme ich mir Runic Grey. Ich glaube, das habe ich am Anfang gar nicht auf der Aufzählung gehabt, aber gut. Und damit wollte ich mal ausprobieren, wie die Haare dann aussehen. Das ist auch tatsächlich nur ein Experiment. Sie werden dadurch dann natürlich schön dunkel, das ist natürlich sehr praktisch. Jetzt nehmen wir uns wieder das Mattweiß und einen ganz normalen Pinsel und malen das ganze Fell ein bisschen, ich sag mal, präziser. Dann nehmen wir uns das Darkwood und gehen damit über alles drüber, was wir vorher mit Leather Brown bemalt haben. So, da das Flashwash jetzt getrocknet ist, nehmen wir uns das Bronze Flash und bemalen die Stellen, die mit dem Orange Braun bemalt wurden auf der Haut. Jetzt nochmal mit Bronze Flash. Machen die Flächen allerdings ein bisschen kleiner, sodass so ein bisschen so, ja, ich sag mal, so ein Übergang entsteht. Wenn wir das trocknen lassen, können wir uns Greedy Gold nehmen und Siloed Yellow. Das mischen wir dann ungefähr 1:2, also ein Teil Greedy Gold, 2 Siloed Yellow. Schön ordentlich vermischen, damit das schön auch flüssig wird. Und bemalen damit den Gürtel, also die Gürtelschnalle und die Parierstange vom Schwert und den Knauf vom Schwert. Ja, ich mag diese Art von Mischung, weil das halt flüssiger ist und dadurch natürlich auch ein bisschen mehr in die Konturen läuft. Und ihr seht, die sieht jetzt schon sehr, sehr nett aus, die Figur, aber wir können weitermachen. Und zwar nehmen wir uns jetzt nochmal das Palette Bone und bemalen damit nochmal kurz ein bisschen die Ledersachen, die Fellsachen. Jetzt nehmen wir uns nochmal wieder mattweiß, verdünnen das mit Wasser 1:2 und am Schwert sind so Runen, das seht ihr jetzt in der Nahaufnahme. Da gehe ich ganz vorsichtig mit diesem sehr, sehr flüssigen Weiß und mache eigentlich immer nur so Punkte da rein, dass das so ein bisschen in diese Runen reinläuft. Das seht ihr jetzt vielleicht. Das wird hinterher die Grundlage dafür, dass das ein bisschen so aussehen soll, als ob diese Runen leuchten. Wie gesagt, mit dem Leuchteffekt, da hadere ich ja immer noch ein bisschen. Bin da noch nicht so wirklich zufrieden mit. Also wenn ihr da Tipps habt, gerne in die Kommentare, wie man so Leuchteffekte richtig gut hinbekommt. So, jetzt nehmen wir uns nochmal Runic Grey. Ihr habt das vielleicht im Schnelllauf gesehen. Nachdem ich das Schwert fertig hatte, bin ich oben an das Fell von den Armen gegangen und habe da auch nochmal mit Weiß nachgezogen. So, die Runen sind jetzt trocken. Jetzt nehmen wir uns Magic Blue, ist ein Speed Paint, und packen da ein wenig in die Runen rein wieder. Speed Paint ist ja von Natur aus sehr flüssig und dann läuft das automatisch in die Runen. Und ich hoffe, es gibt einen Leuchteffekt.
Aber im schlimmsten Fall sieht es halt nur nicht leuchtend aus, sondern als hätte er vielleicht, weiß ich nicht, blauen Stein im Schwert oder so. So, das haben wir. Jetzt nehmen wir uns Strong Tone. Da bitte mit vorsichtig sein, das ist ein sehr dunkles, eine sehr dunkle Farbe. Und damit gehen wir über das Gold, damit das in die Vertiefung ein bisschen reinläuft. Wie ihr seht, jetzt haben wir das so ein bisschen, ja, Shabby Gold, sag ich mal. So ein dunkleres. So, jetzt kommt nochmal das Polished Gold. Und damit machen wir alle höheren Stellen, die am Schwert und am Gürtel sind. Damit das so aussieht, zum Beispiel, dass beim Gürtel auf dem Boden rumkrauchen und so, dass das so ein bisschen abgeschabbelt ist. So, last but not least, das Schwert hatten wir mit Bolt Gun gemacht. Und jetzt nehmen wir uns das Silber und ziehen damit die Schwertschneide nach. Und oben so ein bisschen die Rinne. Jetzt einfach nur noch das Stonewall Grey für die Base. Und dann gibt es für euch wieder nette Fotos. Und wenn euch das hier gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Ich bedanke mich und wünsche euch einen schönen Tag. Bye, bye.